Das Orff-Zentrum ist ein Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation, wie es im Untertitel auch heißt. Im Wesentlichen lassen sich die Aufgaben einteilen in 3 Bereiche. Das ist zum einen Dokumentation, zum anderen Forschung und schließlich Veranstaltungen. Allein schon durch die Gründung eines solchen Instituts, dadurch, dass es einen Platz gibt, eine Sammlung, auch ein Lese- oder ein Arbeitsraum, Veranstaltungen und so weiter, dadurch ist ja schon ein Zentrum geschaffen. Carl Orff hat schon von früh auf alles gesammelt zu seiner Person. Er hatte eine umfangreiche Kartothek mit Theaterzetteln, Theaterprogrammen. Er hatte fast 40.000 Briefe, er hat korrespondiert. Und dieser große Nachlass, der sollte irgendwie in fachlich kompetente Hände kommen und verwaltet werden. Dieses Archiv, wie auch die Bibliothek, beherbergt natürlich eine unglaubliche Fülle an Materialien für diejenigen, die sich wissenschaftlich mit Leben und Werk von Carl Orff auseinandersetzen wollen. Das eigentliche Herzstück natürlich unserer umfangreichen Sammlungen ist der Nachlass von Carl Orff. Der Nachlass von Carl Orff ist in einer Vollständigkeit beisammen, wie wir das wohl bei keinem anderen Komponisten haben. Wenn ich die Räume in der Kaubachstraße betrete, dann bin ich fasziniert darüber, dass man dort das Archiv von Orff, jeden Zeitungsausschnitt, der über eine seiner Aufführungen erschienen ist, kann man dort wieder hervorholen. Allerdings mit einer Ausnahme, nämlich die endgültigen handschriftlichen Partituren von Carl Orff. Diese wurden an die Staatsbibliothek übergeben. Die ganz wesentliche Kooperation besteht darin, dass 1988 ein Depositalvertrag abgeschlossen wurde, der uns dazu brachte, die Musikautographen von Carl Orff hier in der Bayerischen Staatsbibliothek aufzubewahren als Depositum. Ansonsten gibt es weitere Projekte, beispielsweise die komplette Erfassung sämtlicher Daten von und zu Carl Orff in den Archiven des Bayerischen Rundfunks. Das Projekt heißt Carl Orff im Bayerischen Rundfunk. Es ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Orff-Zentrum München und dem Bayerischen Rundfunk und dient dazu, Recherchemöglichkeiten zu Dokumenten von Carl Orff und über Carl Orff, die sich im Bayerischen Rundfunk befinden, zusammenzustellen und zur Recherche zur Verfügung zu stellen. Erstmalig auch. Was das Archiv betrifft, denke ich, ist das allerwichtigste Projekt die Schutzdigitalisierung des gesamten Nachlasses. Das wird sich sicher noch über 2, vielleicht 3 Jahre erstrecken. Die Zielsetzung war, dass bestimmte physische Einheiten aus dem Orff-Zentrum digitalisiert und digital erst erschlossen werden sollten. Wir haben hier in diesem Falle Partituren, Kalender, Bild- und Tonträger, dann aus der Bibliothek von Carl Orff in diesem Einwerk Textbücher und Skizzen. Bei dem gesamten Nachlass ist es Eigentum der Carl Orff Stiftung. Das ist ganz, ganz wichtig. Die interne Schutzdigitalisierung, so wie das intern ja schon besagt, erfolgt momentan ausschließlich im Orff-Zentrum. Wir haben heute die Mittel und die Möglichkeiten der digitalen Informationsvermittlung. Das macht die Zugriffe schneller, das macht sie effektiver und das kommt wiederum der Forschung zugute. Zusätzlich die Mitarbeiter, die natürlich in diesem Haus arbeiten mit diesen Dokumenten, sind natürlich dann wirklich die Experten. Dadurch, dass vieles einfach hier an diesem Ort konzentriert ist, ist es ein wahres Eldorado für alle, die sich mit Leben und Werk von Orff und an den Quellen beschäftigen wollen.